MH19 has now dropped off its flight ashore. The evacuation site is being escorted by helicopters until it leaves the high-risk area. At the same time, the second time is secured by a tanker for transfer and Zeitverzug zu gewährleisten. Aufgrund der exakten Planung und durchgeführten engen Koordination treffen nicht nur in einer Stellung, sondern sind ununterbrochen in Bewegung, um aus der Hinderniskulisse das Gefechtsfeld zu überwachen. The combat helicopters do not remain simply in one position. The Tigers orbiting above are constantly moving, monitoring the battlefield for and being able to see around the obstacle-rich terrain. Zu der Landezone wurde ein Soldat durch Schüsse verletzt. Auch wenn die Verletzung nach der ersten Sichtung durch begleitende Rettungssanitäter nicht lebensbedrohlich erscheint, hat der Verletzte nach den Echos die höchste Priorität, um ihn schnell in eine medizinische Versorgungseinrichtung bringen zu können. Die Entscheidung zum Einsatz der bereitgehaltenen Hubschrauber für die Aeromedical Evacuation wurde getroffen. Für den Einsatz dieser in Sprachgebrauch im MilEvvac genannten Hubschrauber NH90 verbleibt der zweite Tiger am Evakuierungsplatz, während jetzt alle Personen in der CH-53 sind und diese den Bereich wiederum mit einem Kampfhubschrauber Tiger als Begleitschutz verlassen kann. With all the evacuees safely aboard the CH-53, it now departs the area, accompanied once more by a Tiger combat air escort. But while driving to the landing zone, a soldier suffered gunshot wounds. Even though the initial triage conducted by the emergency medical technician suggested the injury was not life-threatening, the injured soldier now has top priority after the evacuees because he has to be transported to a medical support facility as quickly as possible. The decision to employ aeromedical evacuation helicopters is immediately made, and NH-90s, also referred to as MilEvvacs, arrive while a second Tiger stays over the evacuation site. Wir sehen nun die zwei NH90, die in dieser Kombination als sogenannte Forward Air MilEvvac-Rotte, FAM-Rotte, auch in Afghanistan zum Einsatz kamen. Die zwei NH90 in der Rolle MilEvvac und Begleitschutz treffen am Evakuierungspunkt zur Aufnahme der gemeldeten Verwundeten ein. In diesem Fall schützen sich die beiden Hubschrauber gegenseitig und benötigen auf dem Luftmarsch keinerlei Unterstützung durch die Kampfhubschrauber. Here we see two NH-90s, a combination that was also employed in Afghanistan as Forward Air MilEvvac Element or FAM element. Here they're in their roles as both MilEvvac and air escort. They have approached the evacuation site to pick up the reported casualty. In this case, the two helicopters protect each other and need no combat helicopter support during this air movement. Während der höher fliegende Tiger jetzt weiträumig mit seinen Sensoren aufklebt, schützt der zweite niedrig fliegende NH-90 den unmittelbaren Bereich um die Landezone und seine landenden Kameraden. At this stage of the operation, the Tiger flying at higher altitude conducts long-range reconnaissance with its sensors, while the second NH-90, which is flying at a lower altitude, protects the area surrounding the landing zone and the fellow soldiers that have just landed. Die Aufnahme der Verwundeten ist nun beendet und die beiden Transporthubschrauber verlassen zusammen mit dem Kampfhubschrauber die Landezone. Damit ist
ist die erste Phase der Evakuierung abgeschlossen, bei der die Echos zu einem Sammelpunkt gebracht und aus einem besonders bedrohlichen Umfeld gerettet wurden. Der Vollständigkeit halber soll erwähnt werden, dass nach den Echos und den Verletzten noch der Abtransport der übrigen Soldaten erfolgt. With the pickup of casualties completed, both transport helicopters and the combat helicopter depart from the landing zone together. This concludes phase 1, during which the Echoes were brought to an assembly point and rescued from a particularly dangerous environment. The last to leave the area are the protective troops who secured the landing zone. Nun bewegen wir uns gemeinsam in Gedanken zu einem Flugplatz mit einer nutzbaren Start- und Landebahn, der durch weitere Evakuierungskräfte gewonnen und gesichert wurde. Noch geht es darum, die Echos aus dem Land in ein sicheres Gastland zu bringen. Dazu und zum Abtransport der Evakuierungskräfte eignen sich Flächenflugzeuge aufgrund ihrer höheren Zuladung und größeren Geschwindigkeit. Now let us use our imaginations again, and this time we're going to travel to an airfield with a functional runway that's been taken and secured by other elements of the evacuation forces. It is still our task to get the Echoes out of the country and into a safe host nation. Fixed-wing aircraft are the most suitable means to achieve this end and to evacuate the ground forces themselves because of their higher weight carrying capability and speed. Entire operation. Wenn Sie Ihre Blicke nun nach rechts richten, Richtung Westen, sehen Sie die Transall, die jetzt gleich zur Landung ansetzen wird. Well, if you look to your right, ladies and gentlemen, you'll see the next element in the evacuation. A C-160 Transall fixed-wing transport is about to land. So zeichnet sich die Zusammenarbeit von Heer und Luftwaffe aus, indem die verschiedenen Luftfahrzeuge mit ihrer besonderen Fähigkeit für den Lufttransport über kurze, mittlere und große Entfernungen kombiniert werden. Diese Rollenverteilung wurde bereits in den Einsätzen I-4 in Sarajevo, ISAF in Kabul und K-4 in Pristina in Ansatz gebracht und wird in optimierter Form durch verbesserte Ausrüstung die profunde Grundlage bei weiteren Einsätzen sein. Combining different types of aircraft and their specialist air transport capabilities for short, medium or long distances is a characteristic feature of cooperation between the Army and the Air Force. We have already seen examples of these roles during the I-4 mission in Sarajevo, the ISAF mission in Kabul and the K-4 mission in Pristina. This operational format will serve as a solid foundation for future operations, even as the equipment is improved and updated. Da nicht sichergestellt werden kann, dass sich im Umkreis des Flugplatzes keine bewaffneten Feindkräfte befinden, wird der Anflug und auch später der Abflug sehr steil durchgeführt werden. Dies ist ein selten zu sehendes Schauspiel und jedes Mal eine besondere Leistung der Besatzung. Since the absence of armed enemy forces in the vicinity of the captured airfield cannot be guaranteed, both the approach and departure will be very steep. Known as a Sarajevo approach, this is a rare spectacle. Each time it is performed, it demonstrates the special training of the transport crews. Nachdem die C-160 Transall gelandet ist, erreichen auch die vom vorherigen Evakuierungspunkt anfliegenden Hubschrauber NH-90 und CH-53 den gesicherten Flugplatz und werden direkt hinter dem Transportflugzeug landen.
Now that the C-160 has landed, the NH-90s and the CH-53, coming from the previous evacuation site, are arriving at the secure airfield as well. Here, they will land right behind the transport aircraft. Ist gesichert, in den Bodentruppen, die in diesem Bild nicht mit dargestellt werden, und Kampfhubschrauber, die Überwachung des Raumes um das Flugplatzgelände sicherstellen. Now you can't see them at the moment, but the airfield is being secured by other ground forces and of course the two Tiger combat helicopters, ensuring that the area surrounding the airfield compound is constantly monitored. Hubschrauber gelandet sind, werden die Personen aus den Hubschraubern in das Transportflugzeug gebracht. Es finden bis zu 91 Personen sitzend oder 40 Personen liegend und bis zu 2 Intensivpatienten mit der entsprechenden Ausrüstung in der Transall Platz. As you can see, the evacuees have exited the helicopters and are being helped into the transport aircraft. There's room in there for up to 91 seats or 40 stretchers, or with the appropriate equipment, up to 2 intensive care patients can also be transported. Hubschrauber, die die evakuierenden Personen hierher gebracht haben, können gegebenenfalls noch Kraftstoff aufnehmen, um danach weitere Transportaufträge im Rahmen der Evakuierung zu leisten oder direkt wegfliegen, um auf einer eigenen Flugroute das Einsatzland zu verlassen. The helicopters used to transport the evacuees to this airfield may be refueled if necessary, and then can perform additional transport tasks within the scope of the evacuation operation, or leave the country of deployment by their own route. Da die Transall eine zwar kurze, aber dennoch ausreichend lange Startstrecke im Hinblick auf äußere Bedingungen wie Höhe und Temperatur braucht, dreht das Luftfahrzeug nun auf der Start- und Landebahn und rollt zum vorberechneten Startpunkt zurück. Dort angekommen wird das Luftfahrzeug wieder drehen und den Startlauf beginnen. The Transall requires a comparatively short takeoff path. However, external conditions such as altitude and temperature affect aircraft performance. So the aircraft will now turn on the runway and taxi back to the takeoff point that was calculated in advance. There, it will turn again and begin its takeoff run. Während der gesamten Zeit bewegt sich die Rotte-Kampfhubschrauber Tiger weiterhin im Luftraum über dem Flugplatzgelände. Da in der Regel intensive Flugbewegungen nicht lange unbemerkt bleiben, stehen die Kampfhubschrauber bereit, um jederzeit gegen Angriffe auf den Flugplatz mit Show of Force oder mit präzisem Waffeneinsatz begegnen zu können. All this time, the Tiger combat helicopter element continued to move through the airspace above the airfield compound. High-intensity flight operations such as this soon attract attention, so the combat helicopters are ready to counter attacks against the airfields at all times, either by a show of force or by precise use of weapons. Der Schutz von Transporten in der Luft und am Boden ist in dieser Verbindung von Mobilität und Kampfkraft nur durch den Kampfhubschrauber zu leisten. Die intelligente Technik in Verbindung mit hervorragend ausgebildeten Besatzungen garantieren die Dominanz im bodennahen Luftraum. With this combination of mobility and combat power, the task of providing security for transports by air or on the ground can only be performed by combat helicopters. It is that ensures dominance in the low-level airspace. Während des Starts und solange sich das Flächenflugzeug in geringen Höhen befindet, wird es weiterhin durch die Kampfhubschrauber begleitet. Erst mit dem Abflug des Transportflugzeuges, mit den Echos und den Einsatzkräften treten die Hubschrauberkräfte den Rückmarsch aus dem Einsatzgebiet an. During takeoff,
And while a fixed-wing aircraft remains at low altitudes, it will still be escorted by the combat helicopters. It's only when the transport aircraft carrying the Echoes and the operational forces has departed that the helicopter forces will begin their movement out of theatre. Mit dem Abflug der Transall übernehmen die beiden Kampfhubschrauber den Begleitschutz für die Transporthubschrauber, die in einem Warteraum bis zum Abflug der C-160 gewartet haben. Mit ihnen verlassen die letzten Teile des Evakuierungsverbandes den Einsatzort. Once the Transall has departed, the two Tigers take on the role of air escort for the transport helicopters that have been waiting for the C-160 to depart in a waiting area. They will transport the last elements of the evacuation forces out of the area of operation. Verehrte Gäste, das deutsche Heer dankt Ihnen für das gezeigte Interesse und allen an dieser fliegerischen Demonstration beteiligten Kräften aus vielen Einheiten und Verbänden der Bundeswehr. Well, ladies and gentlemen, many thanks to the Luftwaffe, many thanks to the Army, many thanks to the combined operation there. A fascinating display of just how an evacuation operation would take place. And of course, many thanks to Mitch Saylor for his expert commentary taking us through that fascinating demonstration. Thank you, Tim. MilEvvac C-160, der ist sich ehrlich,